Jetzt, ja. Herzlich willkommen zurück in Wild City, liebe Freunde. Heute wieder mal mit großartigen Neuheiten. Ihr seht, Rita ist dort hinten am Bauen im Vergnügungspark. Noch immer mit Winterjacke, ich nur in T-Shirt. Also man fragt sich wirklich. Wir haben heute großartige Baufortschritte aus dem Downtown-Bereich für euch. Ein Bereich, den wir ja schon längere Zeit nicht mehr angetastet haben. Jetzt haben aber vermehrt Kommentare beschrieben, dass wir doch dort auch nochmal schauen sollen, was wir tun sollen. Und ich glaube, der Stein des Anstoßes war das neue Modular Building, welches wahrscheinlich hier hinkommen wird, an diese Stelle, wo jetzt die Baustelle ist. Modular Building ist übrigens schon im Aufbau, wird demnächst dann in Wild City einziehen. Wir schauen aber heute auf die ältere Seite der Innenstadt, und zwar hat sich hier nichts bei den Modular Buildings getan, die sind noch immer so, wie sie vorher waren, aber die kleineren Nebenstraßen sind ein bisschen verändert. Der geschulte Bricks Go Wild Zuschauer wird jetzt schon einen Unterschied bemerken, das seid ihr natürlich alle. Also wisst ihr auch ohne meine Erklärungen, was hier passiert ist. Nein, Spaß beiseite. Ihr habt mir geschrieben oder uns, dass wegen der Platzierung des neuen Modulars, dass wir ja auch schauen können, hier ist die Palme noch ein bisschen schief, die richte ich noch, dass alles perfekt ist für euch. Ob wir nicht die neuen Modular Buildings vielleicht auch hier in diese Seitenstraßen geben sollen, weil die Straßenblöcke hier teilweise etwas spärlich bebaut sind. Und ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Ich habe mich jetzt zwar noch immer dagegen entschieden, die neuen Modulars hier zu platzieren, aber hier hat sich fundamental etwas geändert. Wo ist Rita jetzt hin? Ich glaube, sie ist verschwunden. Oh, sie fotografiert dort hinten. Ich hoffe, sie fotografiert nicht mich, sondern ihre Neuheiten dort hinten. Da gibt es auch demnächst sicher was Tolles. Was kann ich euch hier jetzt präsentieren? Also wir hatten hier, ich hätte ein Vorher-Nachher-Foto machen sollen, wir hatten hier einen Straßenblock, das ist das erste, was man so mehr oder weniger sieht, wenn man reinkommt, der Straßenblock hier an der Ecke von Wild City, und der war hier rundherum, das sind also insgesamt 3 Baseplates in der Mitte, und der war mit allen möglichen kleineren Häusern bebaut, und in der Mitte war hier dieser doch sehr breite Korridor, wo ja die Szene ist, wo dieser Bodybuilder hier tot mit der Handel auf seinem Hals gefunden wurde, und das hat uns immer gut gefallen, und das haben wir auch gesagt, dass wir das auf jeden Fall beibehalten. Aber es waren hier sehr, sehr viele Häuser, die Lego in letzter Zeit rausgebracht hat, die, sagen wir mal, für die Stadt sehr gut geeignet sind, so wie das hier, diese Pizzeria. Kamera ist irgendwie auch ein bisschen schief. Moment, Top-Einstellung heute wieder bei uns. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Also das Gebäude hier war hier an der Ecke platziert, und das hat zwar toll ausgesehen, aber Problem 1, wir haben sehr viele Pizzerien hier in der Innenstadt. Ich glaube, das war mal bei einem City-Set dabei, wenn ich mich nicht täusche, bei einem größeren der letzten Jahre. Und das Problem war, mit diesem schmalen Querschnitt hat das hier nur 6, 7, 8 Noppen eingenommen, und wir mussten uns dann helfen. Wir haben zum Beispiel diesen Blumenwagen hier, den wir, glaube ich, von Stein auf Stein abgeschaut haben. Danke an dieser Stelle. Mussten wir hier kaschieren, sonst hätte man hier in diese Gasse reingesehen. Jetzt habe ich mir gedacht, was wäre, wenn wir hier diesen Nudelladen platzieren, den neuen aus der Creator-Serie, und hier eine schöne Ecke draus machen. Ich habe den ein bisschen umgebaut, vom Grundriss her aufgeklappt, und ich finde, das sieht hier wirklich sehr, sehr schön aus. Als nächstes war hier dann ein wenig Platz. Das war sehr, sehr komisch. Das haben wir einfach am Anfang der Geschichte von Wild City so hingestellt, und dann kam der Lego-Laden. Der Lego-Laden ist hier auch noch immer. Davor haben wir jetzt aber ein klassisches Museum. Das ist auch vor ein paar Jahren, man sieht es jetzt nicht gut wegen der Palme, aber ich finde, der Look ist ziemlich cool auch hier gestaltet, dieses Museum aus Lego City, weil das hier wenigstens ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und ihr seht auch hinten, ich habe es auch ein bisschen adaptiert, weil das mit den Lasern und Einbrechern, das hat irgendwie nicht so gepasst. Sieht aber ganz cool aus innen und fügt sich hier, finde ich, eigentlich ganz gut in die Stadt ein. Das nächste Gebäude, was wir hier jetzt eingebaut haben, oder besser gesagt ein bisschen umgebaut haben, ist dieser Lego Store hier, der auch schon einige Jahre alt ist jetzt. Und den habe ich hier jetzt platziert, aber nicht, wie ihr sehen könnt, direkt vorne am Gehsteig, sondern ich habe ihn um ein paar Noppen nach hinten versetzt. Das hat den Effekt, dass jetzt der Gehsteig breiter ist, dass hier ein bisschen mehr los ist. Hier kann Red dann noch ein bisschen bevölkern, und gleichzeitig haben wir
auch die Gasse hier in der Mitte wieder ein bisschen verkleinert. Das werden wir jetzt nach und nach machen, vielleicht auch mit diesem Haus hier, das ist ja auch extrem schmal, dass wir diese toten Flächen in Wild City nach und nach ein bisschen verschönern. Was ich auch hier gemacht habe, ist zum Beispiel der Raum zwischen den Gebäuden. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuche mal die Kamera hier rüber zu schwenken. Auch ein bisschen zu platen und zu fließen, dass das ein bisschen schöner ist. Und wie gesagt, auch hier beim Museum, das wurde alles ein bisschen nach außen hin erweitert, damit es eben besser und schöner in die Stadt reinpasst. Dasselbe werde ich jetzt dann auch gleich noch bei Ritas Friends Friseur machen. Der passt hier ganz gut rein. Da gehört aber natürlich auch noch die Baseplate, die hier, wenn ich das richtig sehe, in Tan ist, auch noch gefliest gehört, und dann sieht dieser Straßenblock eigentlich richtig, richtig cool aus. Ich habe auch noch ein bisschen auf der anderen Seite herum experimentiert mit dieser kleinen Pizzeria und mit diesem Krabbendiner aus der Hidden Side Serie. Die haben mir dann aber dann trotzdem gefallen und ich habe sie drinnen gelassen. Was ich vielleicht noch machen werde, ist, dass wir hier den Gehsteig noch ein bisschen verschönern. Ich finde zwar den Look hier mit, ich glaube, ihr braucht ein bisschen Licht, oder könnt ihr was sehen? Machen wir vielleicht so. Ja, viel besser. Dass ich den Gehsteig hier noch ein bisschen verschönere. Der gefällt mir zwar hier eigentlich ganz gut mit diesem tanfarbenen Plates, aber ein bisschen aufgehübscht gehört das noch, genauso wie hier bei dieser altehrwürdigen Pizzeria, die ich als Kind schon hatte. Hier müssen wir auch den Boden noch fließen. Ja, also das mal hier. Wie gesagt, die Pizzeria ist jetzt hier momentan draußen. Die kommt vielleicht, und da hätte ich eigentlich daran gedacht, da heute weiterzuarbeiten, hier auf den Tisch. Da tut sich momentan einiges, das zeigen wir euch demnächst, und da gibt es bestimmt dann auch sehr, sehr schöne Updates von dort, wenn wir da die neueren City-Sets dann einbauen. Ich gehe mal mit euch rüber auf den zum anderen Straßenblock, damit ihr dort auch noch sehen könnt, was sich dort so getan hat. Auch Rita ist jetzt wieder dort drüben unterwegs. Hier seht sie, wink mal Rita. Aha, wie geht's? Hier geht's gut. Okay, das freut uns. Der Straßenblock ist genauso, nur um eine Baseplate kürzer. Das heißt, das sind nur 2 Baseplates in der Mitte. Was gleich geblieben ist, ist dieses Theater aus dem Townplan. Das habe ich nicht verändert. Das ist nämlich genau eine halbe Baseplate groß. Aber dann fingen die Probleme schon an. Wir hatten einerseits hier dieses Museum, ob das nicht aus demselben City-Set ist wie der Pizzashop oder ähnlich auf jeden Fall. Das war um einiges kleiner. Ich glaube, das war ein Viertel der Fläche. Und dann hatten wir hier diesen anderen Lego Store, und auf der Rückseite, ich versuche dann gleich mal hinzufilmen, hatten wir diesen Cupcake-Laden. Den habe ich jetzt auch schön auf eine große Baseplate gesetzt, auch ein bisschen weiter hinein wieder ins Layout, damit damit der Gehsteig ein bisschen größer ist und damit wir hinten in diesem Gang hier den Korridor möglichst klein halten. Ihr seht, hier sind nur mehr 2 Noppen. Das heißt, das ist jetzt verschönert und auch mit Platte und gefliest und alles, dass wir hier eine richtig schöne große Ecke haben. Auf der Vorderseite hier habe ich dasselbe auch mit dem Lego Store gemacht. Den habe ich auch nach hinten versetzt und den Gehsteig hier auch vergrößert, dann ist hier einfach ein bisschen mehr los und wir haben hier ein wenig mehr Platz, um Leben in Wild City einzuhauchen. Dann haben wir hier neben dem Lego Store einen ganz kleinen Korridor. Da ist so ein Bankomat, ein Geldautomat. Da könnten wir vielleicht auch noch irgendeine kleine Szene machen mit einem Gauner, der schon darauf wartet, bis ein Kollege, nicht von ihm, aber ein anderer Kollege aus der Lego-Stadt hier Geld abgehoben hat. Und dann haben wir hier eben meine neue Kreation des Museums. Das ist ja schreibt bitte die Setnummer in die Kommentare, wenn ihr sie wisst. Ich weiß jetzt nicht aus welchem Set, aber ein sehr kleines, aber feines Museum. Und ich habe schon längere Zeit mit dem Gedanken gespielt, das auszubauen. Und wir haben jetzt alle die Trans Blue Fensterteile hergenommen, die wir noch hatten, müssen wir am Legoland dieses Jahr wieder bestellen. Ein neues Dach gebaut, neue Front ein bisschen, Schild habe ich natürlich übernommen. Und ich weiß nicht, ob ihr da reinsehen könnt, aber das soll das Museum über den Mensch sein, ein anthropologisches Museum, wo verschiedene Stadien der Menschheitsgeschichte abgebildet sind. Ich filme jetzt noch nicht genau rein, weil ich filme genau rein, wenn ihr wollt. Dach runter.
Ganz einfache Konstruktion. Innen sieht das dann so aus. Wir haben so verschiedene Displays und zwar das hier war schon, das haben wir schon drinnen gehabt, original. Und was wir jetzt hier noch zusätzlich haben, ich zeige euch das mal, wenn es fertig ist es ja noch nicht, sind die Steinzeitmenschen aus der Collectible Minifiguren-Serie. Dann haben wir rechts eine ägyptische Szene mit einer Pharaonin. Links haben wir dann noch, hier kommt der Yeti aus der Minifiguren-Serie hin, den haben wir aber momentan nicht. Jetzt habe ich mal dank Rita, die draufgekommen ist und diese Idee hatte, den Snow Chewbacca hier reingestellt, also Eis. Dann haben wir links unten auch noch nicht fertig diesen, keine Ahnung, Inka oder was das ist, auch aus einer der letzten Minifiguren-Serien. Dann haben wir noch einen Wikinger, der hier reinkommt und noch einen freien Platz, wo ich mir gedacht habe, vielleicht kommt hier ein Cowboy oder ein Indianer hin. So sieht das Museum jetzt aus. Ich habe mich auch hier ein bisschen gespielt mit der Optik, dass das alles schön ist, Legacy-mäßig, das Grundkonstrukt beibehalten, aber ein bisschen auf neu, modern und natürlich um einiges größer. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Gebäude sehr zufrieden. Und es wäre jetzt links dann sogar noch ein Platz 16 mal 16. Da habe ich jetzt hier mal diesen Stadtplatz auch aus einem City-Set reingebaut. Das ist jetzt mehr oder weniger das Recycling von verschiedenen City-Sets, die wir noch nie irgendwie gescheit in Wild City eingebaut haben. Der gefällt mir hier aber nicht besonders. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber der sieht hier irgendwie ein bisschen doof aus. Jetzt wäre meine Frage, schreibt gerne in die Kommentare, sollen wir das Museum noch ein bisschen nach links erweitern? Da hätten wir noch Platz für, ich glaube, 4 Figuren. Also dann schreibt bitte Museumserweiterung in die Kommentare, dann werde ich mich darum bemühen, dass wir hier noch ein paar coole Minifiguren mit Hilfe von Rita organisieren können und auch, dass wir das Museum noch ein bisschen größer machen. Oder ihr habt hier vielleicht noch eine andere Idee, was auf 16 mal 16 Grundfläche Platz haben könnte. Und dann, glaube ich, haben wir hier 2 Straßenblocks total cool aufgemöbelt und die Downtown von Wild City wieder um einiges verbessert. Wir hätten da hinten auch noch einen Straßenblock, wo Ähnliches geschehen könnte. Da ist halt das Basketballstadion in der Mitte, da müssten wir ein bisschen schauen. Aber wie ihr seht, so hat das vorher ausgesehen. Man hat zum Teil auch sogar auf die Bodenplatte, also nicht die Lego-Platte, sondern die Tischplatte, das Holz gesehen. Und jetzt sieht das einfach mit den Gehsteigen und mit dem Ganzen viel, viel cooler aus. Rita ist jetzt da. Was ist denn deine Meinung zu den neuen Aufbauten? Das Video war überhaupt nicht geplant eigentlich. Genauso, dass ich das heute mache. Ich hatte heute andere Ideen, aber so ist es eben gekommen. Ja, ich finde das eigentlich, hast du nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Also mir gefällt das ganz gut. Ich habe mir gedacht, es wird eine Mischung aus den 2 Museen. Aber es kommt dann immer anders, als man erstens, zweitens denkt. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil du das gut aufgeteilt hast. Ich bin schon dafür, dass du es noch ein bisschen größer machst, muss ich sagen. Das Museum. Ja. Gut, dann. Also das neue Museum. Das alte passt ja perfekt da rein. Ich glaube, das würde ich mal so lassen. Aber das neue Museum könnte doch definitiv noch ein bisschen größer sein. Wer weiß, welche Minifiguren noch kommen. Und es sind ja hier einige Minifiguren verbaut, die wir nicht in die Stadt platzieren können. Und für das wäre es nicht schlecht, dass man sich vielleicht auch ein paar Plätze offen hält für die nächsten Minifiguren-Serien. Da hast du vollkommen recht, Rita. Ja. Und das Museum auszubauen wäre hier eine ganz gute Idee. Schreibt uns also gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, wenn ihr mal euren Blick von Rita ein bisschen nach rechts schweifen lässt, da hinten ist viel an Material schon auf der Tischplatte. Ich warte jetzt noch auf Teile und dann kann ich euch dort vielleicht auch mal zeigen, was wir so geplant haben. Da hinten. Da sind wir schon gespannt. Ja. Was machst du eigentlich, Rita? Du hast irgendwelche Figuren da. Ich habe Entschuldigung. Ich habe den Auftrag von dir bekommen, den Vergnügungspark noch weiter zu bevölkern. Jetzt schaue ich mal da die Figuren durch, die wir ja mal in einem Haul uns oder euch vorgestellt haben. Ja. Und da suche ich jetzt ein paar raus. Gute Arbeit, und erfülle Rita. Den Auftrag. Wir sind zufrieden, wenn du unsere Aufträge erfüllst und freuen uns dann schon, wie es weitergeht. Obwohl so schräge Figuren dabei sind wie die hier, aber gut. Wir werden es aussortieren und gut machen. Ganz richtig. Euch auch viel Spaß beim Bauen. Danke für euer Interesse und schaltet gern wieder ein, wenn vielleicht demnächst Rita euch mal zeigt, was sie so gebaut hat. Oh ja, das wird noch interessant. Glaube ich weniger. Bis demnächst und tschüss. Tschüss.